Hey, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich ihm einen Kopfhörerhalter bauen könnte. Da habe ich natürlich gleich ja gesagt und er hat mir hier dieses Bild hier geschickt. Und da habe ich mich dann direkt gleich an den PC gehockt und habe das hier konstruiert. Genau, hier ist das Ganze jetzt. Ich habe das halt genauso gemacht, wie auf dem Bild drauf ist. Was wir noch jetzt hinzugefügt haben, ist hier unten eine Schale, eine Vertiefung, wo man dann später das Kabel reinmachen kann, damit es da aufgeräumt ist. Ob man das Ganze benutzen kann, wird und so weiter, weiß ich nicht, ob er es benutzen wird. Ansonsten ist es einfach nur zur Verschönerung, aber es ist nicht viel Arbeit, deswegen einfach mal dazu machen. Dann sieht es da nicht so leer aus, unter anderem. Genau. Dann habe ich mir die Sachen in 1:1 ausgedruckt, damit ich mir das vorstellen kann. So sieht das Ganze dann später aus. Und für euch habe ich auch einen Bauplan erstellt dazu. Findet ihr alles hier unten in der Videobeschreibung. Einfach mal runterscrollen. Da findet ihr auch dann diese 1:1 Vorlagen. Die sind in Originalgröße natürlich. Das heißt, ihr druckt euch die einfach aus, klebt es auf euer Holz drauf und dann könnt ihr das direkt ausschneiden. So, dann schneiden wir jetzt mal die ganzen Bretter. Gut, jetzt haben wir hier unsere zwei Teile, die wir dann benötigen. Und ich gehe da jetzt erstmal über die Kanten mit einem groben Schleifpapier, ganz leicht nur, damit ich mir einfach hier nichts einziehe. So, jetzt sind die Kanten erstmal hier glatt. Und jetzt nehme ich mir meine Vorlagen. Ich fange nur mit dem kleineren an. Die richte ich jetzt hier erstmal aus. Frag mich nicht, wie ich das Ganze mache. Ich habe extra das große Blatt genommen und nicht das kleine, weil ich jetzt das Ganze nicht umranden möchte, sondern ich möchte auf der Linie Druck aufüben, um dann Glück zu haben, dass das durchdrückt. Ich hoffe es. Nee. Ja, das... Vergisst es. Ich nehme das Ausgeschnittene. Was ich aber allerdings nicht mache, ist das Blatt Papier aufkleben, wie ich sonst auch mal gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es funktioniert aber nicht so ganz gut, weil wenn ich das Ganze, ich kann das zwar alles ausschneiden, gar kein Problem, wenn ich das aber schleife, dann kringelt sich das Papier und irgendwann sehe ich diesen Strich nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, heute umrande ich das Ganze, dann habe ich den Bleistift und schleife einfach so weit, bis der Bleistift ist, also bis der Bleistift nicht mehr zu sehen ist. Und dann schaue ich, wie rund das Ganze ist und mache das dann nochmal so ein bisschen Pi mal Daumen. So, wunderschön aufgezeichnet, so vor allem hier oben. Aber das spielt ja keine Rolle, ich kann mir das ja dann immer noch so hinschleifen, wie ich das dann möchte. Und jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie ich das Ganze hier ausschneide. Und da habe ich, glaube ich, schon eine Idee. Na, alles ausgeschnitten? Ja, dann kann er jetzt geschliffen werden. Formen geschliffen, dann gehe ich jetzt noch über die Kanten mit dem Abrundfräser.
Soweit alles fertig. Jetzt muss nur noch dieser Kreis hier vorne rein und die 2 Dübellöcher für den Arm. Und wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, diesen Unterschrank für die Tischbaumaschine zu bauen. Aber damit die fest steht, klemme ich die wenigstens hier mal fest. Oh mein Gott. Alter Schwede, oder? Wer ist zusammengezuckt? Ja, mir hat es die Oberfräse ein bisschen zerhauen. Mir ist nichts passiert, meine Finger sind noch alle dran. Der Oberfräse ist auch nichts passiert. Alles gut, das Holz sieht jetzt so aus. Kann man jetzt nicht mehr benutzen, weil da ist jetzt zu sehr Ausriss und so. Nachdem das jetzt passiert ist, ich mache keinen Kreis mehr. Ich lasse das jetzt. Geht halt einfach nicht, ist mir jetzt zu gefährlich. Das Holz hat es auch ein bisschen erwischt hier. Komplett ausgefranst. Ja, auf jeden Fall, bevor jetzt irgendjemand schreit, ja, was habe ich mir dabei nur gedacht, so macht man das nicht, von oben die Fräse drauf zu setzen. Natürlich eiert die, das habe ich auch schon gemerkt. Man macht das ja eigentlich mit sowas, wo man die Fräse von oben dann so runterfährt. Also das Teil steht ja auf der Oberfläche und dann fährt man das so runter. Problem war allerdings, dass das Ding halt so klein ist, dass ich halt nirgendwo eine Auflagefläche hatte, wo ich auch noch Schraubzwingen festmachen kann, weil sonst das Ding, ich konnte es nirgendwo festspannen. Die einzigste Möglichkeit war halt die da. Und ich wusste schon von vornherein, keine gute Idee. Dann habe ich es halt einfach gemacht und die ersten 2 Stufen, ich habe das ja in mehreren Schritten gefräst, oder das war nur die erste, es hat ziemlich halt gut funktioniert und dann bin ich halt noch eins runter und da habe ich aber die Oberfräse nicht fest genug gehalten, sondern habe aus Versehen ganz leicht losgelassen und dann ist sie mir halt abgehauen. Genau. Und die Stelle habe ich jetzt halt reingeschnitten, damit ihr seht, dass sowas auch mal passieren kann, also ziemlich aufpassen. Wer es jetzt besser wusste, ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie man vielleicht sowas hätte machen können, aber bitte nicht. Wie gesagt, ich freue mich, wenn irgendjemand mir dabei hilft, wie man sowas machen könnte, dann merke ich mir das fürs nächste Mal. Ich lasse es jetzt, wie gesagt, aus. Ich mache jetzt keinen Kreis mehr. Das ist mir auf jeden Fall zu gefährlich, die Variante. Eine andere wüsste ich halt einfach nicht, wie so ein kleines Ding fräsen kann. Vielleicht geht es ja auch gar nicht. CNC habe ich nicht. Von daher, ich baue das ganze Ding jetzt einfach mal.
So, hier bin ich wieder. Ich habe den Fuß, wie gesagt, ja nochmal gemacht. So sieht er jetzt aus. Wegen dem Kreis hier, ich bezweifle, dass da überhaupt ein Kabel drin geblieben wäre. Das wäre wahrscheinlich wieder rausgesprungen, wenn man das reingelegt hätte. Und mir ist es zu gefährlich, deswegen mache ich das jetzt nicht. Wer weiß, wie man sowas fräsen könnte, wenn man so ein kleines Holz hat, dann schreibt es mir das bitte gerne in die Kommentare, würde mich wieder freuen. Hier habe ich jetzt schon 2 Dübellöcher reingemacht. Die sind dann für den Arm. Kommen hier diese Dübel rein und der Arm dann hier so rein. Und jetzt müssen wir aber hier die Löcher übertragen, damit die genau an der Stelle sind. Und dafür gibt es sogenannte Dübelspitzen. Das sind so Teile, die haben unten den Lochdurchmesser und oben haben die hier so eine Spitze. Die gibt es in verschiedenen Größen, 6, 8 und 10 mm. Die Dübelgrößen halt. Die habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, die Dinger. Die stecke ich jetzt hier rein in die 2 Löcher. Nehme jetzt den Arm und richte den dann aus und gebe einen ganz leichten Druck drauf. Und jetzt habe ich hier 2 wunderschöne Abdrücke und kann hier die Löcher reinbohren. Dann können wir jetzt schon alle Teile zusammenfügen. In die Löcher ein bisschen Leim rein. Dann den Dübel rein. So. Jetzt den Arm drauf stecken. So, jetzt kommt hier überall der Leim raus. Ist aber kein Problem, den wischt man dann einfach ab. Und jetzt nur noch trocknen lassen. So sieht jetzt der Kopfhörerhalter aus. Jetzt gehen wir ans Ölen wieder. Und ich habe euch im letzten Video ja gefragt, wie man so richtig ölt, ob mir da jemand Tipps geben kann. Und da hat der Kanal Hobbymaschine geantwortet und hat einen super Kommentar verfasst. Blende ich euch jetzt hier einmal ein. Ich werde jetzt nicht erzählen, wie ich öle. Ich zeige es euch jetzt einfach nur mal. Lest euch einfach den Kommentar durch. Der ist super geschrieben oder super beschrieben, wie man ölt. Und genau so werde ich es jetzt machen. Ölen tue ich das Ganze wieder mit dem Arbeitsplattenöl. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Ja, hier ist er, der fertige Kopfhörerhalter. Ist doch mir eigentlich wieder sehr gut gelungen, oder? Schreibt mal eure Meinung dazu wieder in die Kommentare. Auf der Unterseite habe ich wieder diese Gummifüße dran gemacht, die ich schon beim Schneidbrett verwendet habe. Die habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Genau, hier oben haben wir eine schöne Kuhle, wo der Kopfhörer reinpasst. Jede Art von Kopfhörer passt hier rein. In der Mitte haben dann die Ohrmuscheln auch noch schön viel Platz, da der Bogen nach hinten geht und hier vorne nichts stört. Den Kreisausschnitt hier unten für das Kabel habe ich ja wie gesagt weggelassen. War mir einfach noch zu gefährlich, sowas zu machen. Und gebracht hätte das auch nicht viel. Da ich habe es ausprobiert, das Kabel, das springt auf jeden Fall wieder raus. Und seien wir mal ehrlich, das mit dem Kreis, das hätte nicht so schön ausgesehen. So sieht es doch viel schöner aus. Den Kopfhörerhalter habe ich ja nicht für mich gebaut, sondern für einen Freund von mir. Ich hoffe, dir gefällt er immer noch. Du hast ihn ja jetzt seit einer Woche in Gebrauch. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mal unten in die Kommentare schreibst, wie du ihn immer noch findest, ob er seinem Zweck erfüllt.
ob alles noch passt. Und für die anderen, die den Halter auch cool finden, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer TM Bastler. Ciao.